Weißt du, was viele Leute im Supermarkt falsch machen? Sie kennen die Produkte, aber nicht die kleinen Wörter an der Kasse, wie Bon, Pfand oder Angebot. Und dann, wird's schnell stressig. Total. Und viele wechseln dann sofort auf Englisch, so nach dem Motto, sprechen Sie Englisch? Aber hey, mit ein paar einfachen Sätzen geht's auf Deutsch wirklich besser und entspannter. Oder sie denken, ach, ich lebe doch in Deutschland, das kommt schon automatisch. Aber, also, nur im Land sein ist keine Magie. Du brauchst halt Wörter, Phrasen und ein bisschen Übung. Ja, voll. Hallo übrigens und willkommen. Ich bin Julia, und ich liebe es, im Supermarkt zu stöbern. Heute zeigen wir dir einfache, aber super nützliche Wörter fürs Einkaufen. Und ich bin Tim. Wir machen das praktisch, mit kleinen Dialogen, Tipps und ja, auch einem Mini-Quiz in der Mitte. Bleib dran, das wird direkt hilfreich für deinen nächsten Einkauf. Okay, fangen wir einfach an. Die wichtigsten Orte im Supermarkt sind der Eingang, die Kasse, das Regal, der Gang und oft auch die Frischetheke. Ein Gang ist, der Weg zwischen den Regalen. Und beim Reingehen, du nimmst einen Korb oder einen Wagen. Ein Korb ist klein, du trägst ihn. Ein Wagen, also Einkaufswagen, ist auf Rollen, den schiebst du. Genau. Und jetzt gleich eine kleine Rollenspielszene, okay? Stell dir vor, du suchst Reis und du fragst einen Mitarbeiter. Ja, machen wir. Ich bin der Kunde, du bist die Mitarbeiterin. Los geht's. Kunde, Entschuldigung, wo finde ich den Reis? Mitarbeiterin, der Reis ist in Gang 3, links, neben den Nudeln. Kunde, danke. Haben Sie auch Basmati-Reis? Mitarbeiterin, ja, im oberen Regal. So einfach kann es sein. Wichtige Wörter hier. Entschuldigung, wo finde ich? Und dann Gang, Regal, links, rechts, oben, unten. Das brauchst du wirklich oft. Und wenn du etwas nicht verstehst, sag ruhig, können Sie das bitte wiederholen? Oder, können Sie langsam sprechen? Die meisten sind freundlich und helfen. Apropos freundlich, ein kleiner Tipp aus meiner Erfahrung. Ich hab mal im Supermarkt zur Bäckereitheke gesagt, ich hätte gern ein ganzes Brötchen. Die Frau hat gelacht und meinte, ein Brötchen ist immer ganz. Haha, ja. Ich hab mal statt Roggenbrot aus Versehen Rogen gesagt, also komplett falsch. War peinlich, aber hey, man lernt. Wichtig ist, ruhig bleiben, lächeln und einfach neu sagen. Vokabeln an der Frischetheke sind super. Ich hätte gern, in Scheiben, am Stück, 100 Gramm, ein halbes Kilo. Und dann bitte und danke, das macht alles viel netter. Noch kurz zu Produkten, eine Packung Nudeln, eine Dose Tomaten, ein Glas Marmelade, ein Becher Joghurt, eine Flasche Milch, ein Karton Saft. Wenn du die Einheiten kennst, geht's leichter. Und Preise. Du hörst oft, das kostet 3,50 €. Oder an der Kasse. Das macht 18,49 €. Immer in Euro und manchmal auch mit Cent extra genannt. Bevor wir weiterreden, kurz eine Minirolle an der Kasse, ja? Nur so, um's zu üben. Ganz einfach und realistisch. Kunde, hallo. Kassiererin, hallo. Brauchen Sie eine Tüte? Kunde, ja, bitte eine Papiertüte. Kassiererin, gerne. Das macht 8,10 €. Kunde, mit Karte, bitte. Kassiererin, bitte PIN eingeben. Möchten Sie den Bon? Und da haben wir es schon, Tüte ist Tasche oder Beutel. Bon ist der Kassenzettel, also der kleine Zettel mit dem Preis. Manche sagen auch Kassenbon oder nur Bon.
Genau. Und wenn du sparst, siehst du oft Angebot oder Sonderangebot. Das heißt, es ist billiger für kurze Zeit. Im Prospekt, also in dem kleinen Heft, stehen auch Angebote. Ganz wichtig, Obst und Gemüse wiegen. Manchmal steht da, bitte wiegen. Dann legst du es auf die Waage und drückst die richtige Nummer. Sonst an der Kasse, na ja, gibt's Stress. Ich habe mal die Nummer nicht gefunden und einfach gefragt, Entschuldigung, welche Nummer hat die Banane? Das war voll okay. Die Mitarbeiterin hat's gezeigt und gesagt, kein Problem. Übrigens, kleiner Reality-Check. Viele denken, ach, ich wohne hier, ich lern's durch Immersion. Aber im Supermarkt sprechen viele Mitarbeiter auch Englisch, und dann übst du gar nicht. Ja, genau. Also, nicht nur leben, sondern Aktivsätze üben. Schreib dir 2, 3 Standardfragen auf und benutze sie. Nicht immer sofort sagen, sprechen Sie Englisch, sondern erst Deutsch versuchen. Mini-Recap, okay? Kleiner Test, nur Spaß. Tim, was heißt Pfand und wo gibst du es ab? Pfand ist das Geld, das du extra für Flaschen oder Dosen bezahlst. Du gibst die leeren Flaschen am Pfandautomat zurück und bekommst einen Bon, den du an der Kasse einlöst. Yes. Und noch eins, was ist der Unterschied zwischen Korb und Wagen? Nur kurz. Ein Korb ist klein und zum Tragen, ein Wagen ist groß und zum Schieben. Easy. Und beide stehen vorne am Eingang. Super. Dann weiter mit praktischen Sätzen. Wenn du etwas suchst, Entschuldigung, haben Sie auch? Oder, gibt es das auch in Bio? Bio heißt, na ja, ökologisch, also ohne Chemie. Und bei Mengen, ich hätte gern 100 Gramm Käse, bitte. Oder, können Sie das bitte in dünnen Scheiben schneiden? Dünn heißt in, dickes Tick, nur falls du's brauchst. An der Kasse kommen oft schnelle Fragen. Brauchen Sie eine Tüte? Möchten Sie den Bon? Sammeln Sie Punkte? Wenn du nicht willst, sag einfach, nein, danke. Genau. Und fürs Bezahlen, bar oder mit Karte. Bar ist mit Geldscheinen und Münzen. Mit Karte ist, na ja, Karte eben. Dann sagt die Person, bitte PIN eingeben. Achte auch auf das Schild reduziert. Das heißt, es ist günstiger, oft weil es bald abläuft. Haltbar bis zeigt, bis wann du es gut essen kannst. Kleines Missverständnis, das ich oft sehe. Leute sagen, ich brauche eine Rechnung an der Kasse, aber sie meinen den Kassenbon. Eine Rechnung ist eher für Firmen. Privat brauchst du normalerweise nur den Bon. Stimmt. Und noch ne Sache aus der Community. Viele denken, ChatGPT löst alles. Also, es hilft, klar, aber ersetzt nicht die echte Praxis. Mach dir kleine Dialoge und sprich sie wirklich im Laden. Ja, ich nutze das Tool auch mal, um Sätze zu bauen, aber dann gehe ich raus und probiere sie. Ohne echte Gespräche bleibt es im Kopf, aber nicht im Mund, verstehst du? Lass uns noch eine kleine Szene an der Frischetheke machen, okay? Sehr alltagstauglich und kurz. Du bist Kunde, ich bin Verkäuferin. Kunde. Guten Tag, ich hätte gern 200 Gramm Gouda, bitte in dünnen Scheiben. Verkäuferin, gerne. Noch etwas? Kunde, ja, ein Stück Salami, so 10 Scheiben, bitte. Verkäuferin, kein Problem. Das macht 5,80 €. Perfekt. Und danach fragst du vielleicht, können Sie das bitte einpacken? Oder, haben Sie eine Empfehlung? Empfehlung heißt Tipp, also was gut schmeckt. Noch ein Punkt, Selbstbedienungskasse, auch Selbstkasse genannt. Da scannst du selbst. Wenn etwas nicht klappt, sag einfach, Entschuldigung, ich brauche Hilfe. Oder,
Der Scanner funktioniert nicht. Pfand nicht vergessen. Du gehst zum Pfandautomat, steckst die Flaschen rein, bekommst einen Bon. Den gibst du an der Kasse ab, und der Betrag wird vom Einkauf abgezogen. Und wenn du eine Rückgabe hast, also falsches Produkt gekauft, sag freundlich, ich möchte das gern zurückgeben. Hier ist der Bon. Meistens geht das, wenn die Packung zu ist. Noch kurz zur Richtungen im Laden. Vorne, hinten, ganz hinten, neben, gegenüber, in der Ecke, oben, unten. Du kannst fragen, ist das ganz hinten? Oder, ist das gegenüber vom Joghurt? Wenn du sparen willst, schau vorher in den Prospekt. Da steht, diese Woche im Angebot. Oder im Laden siehst du große Schilder mit Angebot oder Aktion. Einfach mitnehmen, wenn's passt. Kleine Erinnerung an ein peinliches, aber lehrreiches Erlebnis. Eine Freundin wollte im Supermarkt an der Theke ein Laib Brot, hat aber das Wort verwechselt und etwas ganz anderes gesagt. Alle haben gelacht, aber sie hat's locker genommen und gesagt, oh, Entschuldigung, ich meine ein Laib Brot. Danach hat sie das Wort nie wieder vergessen. Ja, solche Momente sind normal. Wichtig ist, dranbleiben und nicht sofort auf Englisch wechseln. Ein Lächeln hilft. Und die Leute sehen, du gibst dir Mühe. Letzte kleine Kassenszene, okay? Diesmal mit 2, 3 Extras, damit du sicher bist. Kassierer, hallo. Das macht 12,99 €. Kunde, mit Karte, bitte. Kassierer, möchten Sie den Bon? Kunde, ja, bitte. Brauchen Sie eine Tüte? Kunde, nein, danke, ich habe einen Beutel dabei. Sehr gut. Und wenn du nach etwas Speziellem suchst, sag, haben Sie glutenfreies Brot? Oder, gibt es das ohne Zucker? Das sind einfache, klare Fragen. Bevor wir zum Ende kommen, kurze Frage an dich, der du zuhörst. Welche Supermarktwörter machen dir noch Stress? Ist es Bon, Pfand, Angebot oder etwas ganz anderes? Schreib's uns gern in die Kommentare. Und erzähl uns auch, hast du schon mal ein lustiges Missverständnis an der Kasse gehabt? Was hast du gesagt, und wie hast du es gelöst? Wir lieben solche Geschichten, echt. Okay, kurze Zusammenfassung. Wichtige Wörter heute waren Gang, Regal, Angebot, Bon, Pfand, Tüte, Wiegen, Frischetheke, Scheiben, 100 Gramm. Übe 2, 3 Sätze und benutze sie wirklich im Laden. Wenn dir das geholfen hat, like die Folge und abonniere unseren Kanal, ja? Dann verpasst du keine neuen, einfachen Deutschtipps. Und nächstes Mal, na ja, üben wir wieder ganz praktisch. Danke fürs Zuhören. Viel Erfolg beim nächsten Einkauf. Und denk dran, erst Deutsch probieren, dann notfalls Englisch. Bis bald.